EU-Bürger werden permanent von ihren Politikern hinters Licht geführt und für dumm verkauft. Ein gutes Beispiel für diese Tatsache ist, wie von europäischen Politikern hier über die Zölle gesprochen wird, die der neu gewählte US-Präsident Trump hier möglicherweise auf Importe aus der EU und anderen Ländern erheben will. Dazu werde ich dir mehr in diesem Video erzählen. Die Zölle Trumps geistern durch die Medien, und wenn man sich die Berichterstattung anschaut und das, was EU-Politiker dazu sagen, dann könnte man meinen, was für ein gemeiner Hund, was für ein böser Bube dieser Trump doch ist, dass er sich einbilden kann, tatsächlich hier Zölle zu erheben auf Produkte, die aus der EU, aus China, Kanada oder Mexiko hier in die USA geliefert werden. Die Berichterstattung ist völlig einseitig. Trump wird als der Chaot, als der Unruhestifter schlechthin hier tituliert. Aber was ist tatsächlich dran an diesen Aussagen? So sagt Bernd Lange, SPD-Mitglied und Vorsitzender des Handelsausschusses des EU-Parlaments zum Beispiel, sollte Trump tatsächlich seine Zollfantasien umsetzen, werden wir ihn in die Schranken weisen und uns mit allen Mitteln zur Wehr setzen. Was für eine dumm dreiste Prahlerei kann man dazu nur sagen. Warum? Nun, das hat drei einfache Gründe. Wäre Herr Lange ehrlich, würde er erstens der EU-Bevölkerung sagen, dass ganz Europa abhängig ist von den USA, wenn es um die Landesverteidigung geht. Die Bundeswehr, sie ist eine Trümmertruppe, sie wäre nicht in der Lage, Deutschland zu verteidigen. Man hat hier gerade systematisch in Europa in den letzten Jahrzehnten die Verteidigungsausgaben gesenkt, ohne Absprache mit den NATO-Partnern, immer in der Hoffnung, dass die USA hier ja schon die Verantwortung übernehmen werden, wenn es denn wirklich einmal zum Verteidigungsfall kommt. Deutschland und die EU sind für ihr Überleben von den USA abhängig und vom militärischen Schutz der USA abhängig. Dumme Aussagen wie die von Herrn Lange, die ich gerade eben zitiert habe, sind der beste Weg, Trump zu provozieren und hier diesen Schutz, diesen militärischen Schutz aufs Spiel zu setzen, den Europa so dringend benötigt. Der zweite große Haken an der Aussage des Herrn Lange ist, und ein Zeichen für die Verlogenheit, die hinter seiner Aussage steht. Denn er weiß ja, wie die Realität tatsächlich ist. Die ist, dass tatsächlich heute die EU schon viel höhere Zölle erhebt auf Produkte aus den USA als umgekehrt. Hier siehst du eine Grafik der Welt. Und hier können wir sehen, auf Kraftfahrzeuge aus der EU erheben die USA momentan 2,5% Zoll. Die EU erhebt 10% Zölle auf amerikanische Kraftfahrzeuge. Was für eine gigantische Lüge, die uns die EU-Politiker hier präsentieren, wenn sie diesen wichtigen Fakt verschweigen und hier angeblich sich Sorgen machen um die europäische Autoindustrie. Lebensmittel aus der EU erheben die USA Zölle von 8,3%. Die EU erhebt 18,3% an Zöllen für Lebensmittel aus den USA. Kunststoffe, die USA erheben 3,6% Zölle, die EU erhebt 4,7% Zölle. Fette und Öle, 3,4% werden in den USA erhoben, 9,5% erhebt die EU auf Produkte in diesem Bereich aus den USA. Pflanzliche Produkte 11,5%, 2,7% werden von den USA an Zöllen erhoben. Spätestens jetzt sollte dir die Verlogenheit dieser Debatte klar werden. Und die EU-Politiker kennen die Zahlen, die ich dir gerade eben präsentiert habe. Die sind ja in der Öffentlichkeit bekannt. Es ist die EU, welche hier die Handelsfestung ist. Es ist die EU, die eigentlich hier die Zölle senken müsste. Es ist die EU, die eigentlich sagen würde, okay, eigentlich hat ja Trump hier ein Recht, Zölle zu erheben, denn wir machen das Ganze ja schon sehr lange. Es sind die EU-Politiker, die die bösen Buben sind und die bösen Mädels sind. Es sind die EU-Politiker, die den Handel mit den USA behindern. Aber das Ganze geht noch weiter. Der Handelsüberschuss der EU mit den USA 2024 sind 230 Milliarden Euro.
Das heißt, es sind die Europäer, die hier tatsächlich wahnsinnig viel zu verlieren haben, denn es gehen weitaus mehr Produkte von der EU in die USA als umgekehrt. Ganz besonders betroffen sind hier natürlich die deutschen Produkte, Autos, Chemie und Pharmaprodukte. Also ein deutscher Politiker wie der Herr Lange, der sollte besser mal die Klappe halten und sich mal darauf besinnen, was wirklich auf dem Spiel steht. Wie viele Arbeitsplätze stehen hier in Deutschland auf dem Spiel? Wie viele Betriebe müssen geschlossen werden, unter anderem wegen unfähigen Politikern, die hier in der Verwaltung der EU tätig sind? Wir wissen ja, wie es ist mit der EU. Abgehalfterte Politiker, die hier nichts mehr erreichen können, werden dann mal so schnell nach Brüssel abgeschoben. Und so kommt es letztlich, dass es dort wenig Koryphäen gibt, sondern eben einfach immer nur jene der dritten oder vierten Garde, die man halt anderweitig nicht einsetzen kann. Und das merkt man eben genau bei solchen Verhandlungen, bei solchen Gesprächen, bei solchen Aussagen zum internationalen Handel. Und das Schlimme ist, dass der EU-Bürger komplett darüber im Dunkeln gelassen wird. Oder hast du gewusst, dass die EU weitaus höhere Zölle momentan auf amerikanische Produkte erhebt als umgekehrt? Eine intellektuell ehrliche Haltung wäre doch zu sagen, setzen wir uns zusammen und möglicherweise schaffen wir alle unsere Zölle ab. Möglicherweise soll doch die EU ihre Einfuhrzölle auf amerikanische Autos, amerikanische Lebensmittel und pflanzliche Produkte einstellen. Und gleichzeitig erheben die USA vielleicht keine Zölle dann. Aber es ist doch eine komplett einseitige Beziehung momentan. Ich kenne das aus erster Hand. Wir haben viele Mandanten, viele deutsche Unternehmen, die in die USA verkaufen. Die verkaufen natürlich sehr gerne in die USA, weil dort gibt es geringe Zölle. In den USA gibt es übrigens auch keine Umsatzsteuer. Das heißt, dort muss man auch keine Einfuhrumsatzsteuer auf Produkte bezahlen, die man dorthin exportiert zum Beispiel. Ja, also das heißt, es ist viel einfacher für europäische Unternehmen in die USA zu verkaufen, als umgekehrt. Umgekehrt ist es richtig schwierig. Überleg dir mal, was ein amerikanisches Unternehmen machen muss, um hier Waren in die EU zu schicken. Diese intellektuelle Ehrlichkeit, die fehlt in dieser ganzen Debatte. Und das ist im Grunde ein Beispiel dafür, wie EU-Bürger hier von ihren Politikern, insbesondere in Brüssel, behandelt werden. Und es ist wichtig, dass du hier die Fakten kennst, dass du dich umfangreich darüber informierst. Weil im Grunde genommen, wenn du unternehmerisch in der EU tätig bist und du hast Politiker, die einen solchen Mist erzählen, wie ich es hier in diesem Beispiel dargelegt habe, dann musst du dich natürlich fragen, inwieweit deine unternehmerische Zukunft weiterhin in der EU sein kann, sein soll. Vielleicht gibt es andere Länder, wo es viel mehr Sinn macht, Unternehmer zu sein, wo du nicht von solchen unfähigen Politikern regiert wirst, wo es nicht diese gigantische Bürokratie gibt, wie in der EU, die jede Innovation erstickt und die dazu sogar noch unehrlich sind und die Fakten verdrehen. In vielen Ländern ist es einfach, ein Unternehmen zu gründen. In vielen Ländern sind die Steuern viel geringer als in der EU, insbesondere als in Deutschland. Warum würdest du das alles noch in der EU machen? Das musst du dich einmal fragen. Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, pessimistisch zu sein als Unternehmer oder als Freiberufler oder als Investor. Aber du solltest ein neues Bewusstsein dafür entwickeln, wo du dich am besten entfalten kannst, wo du dein Unternehmen am besten zum Wachsen bringen kannst, wo auch du für dich und deine Familie am meisten Profit aus diesem Unternehmen zurückbekommen kannst und nicht hier unendliche Steuergelder für nutzlose Bürokraten und Strukturen verschwendet werden, die niemandem etwas bringen als einfach der Struktur selbst. In diesem Sinne würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen, wenn auch du dir darüber Gedanken machst, wie du dich unternehmerisch im Ausland weiterentwickeln kannst. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau dabei zu beraten, wie sie ihre Steuern international reduzieren und optimieren können, den Wohnsitz ins Ausland verlagern können und für sich und ihre Familien Vermögen aufbauen, bleibende Werte, die sie vor dem Zugriff des Staates schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.